Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind heute hier, um uns zu überlegen, wie wir sinnvoll in den Schweizer Aktienmarkt investieren wollen. Man kann das machen aktiv mit einer Vermögensverwaltung und man kann es machen passiv. Und wir alle wissen, dass es Anleger gibt, die sind wesentlich besser als der Markt. Und dem gibt kein Abbruch, dass die Mehrheit der Anleger den Markt gar nicht schlagen können. Das wäre so, wie wenn man sagt, die Mehrheit der Skirennfahrer bei einem Skirennen muss in den ersten 10 sein und sonst sind sie schlechte Skifahrer. Das geht gar nicht. Es ist nicht möglich, dass die Mehrheit der Anleger besser ist als der Markt und trotzdem gibt es ein paar Anleger, die sind einfach viel, viel besser. Das große Problem ist, diese Anleger zu identifizieren. Denn die vergangene Performance nützt uns nicht viel dabei. Genauso ist es auch beim Passivanlegen. Und das sind sich viele Menschen nicht bewusst. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, in sogenannte passive Aktienindexe zu investieren. Und es fällt enorm schwer, auszuwählen, welcher dieser Indexe jetzt wohl der beste ist. Und ich möchte Ihnen heute helfen, diejenigen Märkte von denjenigen zu unterscheiden, die weniger gut sind. Es geht also um das Wie und nicht so viel um das Was. Und das Wie beim passiven Anlegen ist viel einfacher als beim aktiven Anlegen, weil da muss man sich wirklich mit der Materie befassen. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, dass das Wie, das Verstehen, wie ein Aktienindex funktioniert, gar nicht so schwierig ist. Beginnen wir beim SMI, der letztes Jahr glücklicherweise nicht so gut abgeschlossen hat, damit wir ihn schlagen konnten. Der SMI wurde erst vor 25 Jahren, 1988, ins Leben gerufen und man kann sich dann überlegen, warum wohl. Ich habe mir dann überlegt, warum ist er wohl ins Leben gerufen worden? Weiß es jemand, was der Grund war 1988? Ich als Experte wusste es nicht. Ich habe angenommen, man hat den SMI entwickelt, damit man im Schweizer Aktienmarkt breit diversifiziert anlegen kann. Das ist aber nicht der Fall. Der SMI wurde 1988 gegründet, weil man neu strukturierte Produkte auf den Markt bringen wollte. Und dafür brauchte man einen Referenzindex. Man kann nämlich eine Option gar nicht berechnen, wenn man nicht weiß, was die Abweichung ist vom Marktmittel. Und das war damals SBC Warburg, die großen Vorreiter der derivativen Produkte. Die haben damals gesagt, wir brauchen einen Swiss Market Index und wir wollen den verwenden, um strukturierte Produkte auf den Markt zu bringen. Und weil sie so erfolgreich sind, sind wir heute hier. Denn Mavericks macht nichts anderes als strukturierte Produkte. Wir sind quasi hier dankbarer Empfänger von dieser ursprünglichen Idee, Optionen auf den Markt zu bringen. Das bedeutet aber auch, dass der SMI nicht entwickelt wurde für Anleger, die in den Markt breit diversifiziert investiert sein wollen. Er wurde entwickelt für strukturierte Produkte, der SMI. Und so war er am Anfang auch eine Mischung von Aktien, die gewissen Kriterien entsprachen. Und der schwankte zwischen 18, habe ich gelesen, 18 und 29 Aktien über die ganze Zeit, bis dann 2007 wieder die Banken, die sich mit strukturierten Produkten befassen, entschieden haben, das ist viel zu kompliziert, da müssen wir unsere Modelle jedes Jahr anpassen, wenn sich da eine Änderung gibt im SMI. Wir wollen einfach fix 20 Aktien und seit 2007 haben wir das gemacht, seit 2007 ist der SMI ganz genau 20 Produkte. Und das gibt schon einen Hinweis darauf, dass das vielleicht nicht unbedingt 20 Aktien, Entschuldigung, dass das vielleicht nicht gerade das richtige Produkt ist für eine breit diversifizierte Anlage. Und ich möchte Ihnen das illustrieren mit Zahlen. Wenn wir den SMI anschauen, so wie er heute ist, hier auf der linken Seite, und überprüfen, in welchen Märkten der SMI investiert ist, dann besteht ein unglaubliches Übergewicht im Bereich Gesundheitswesen und Finanzen, wenn man das mit der Schweiz vergleicht. Die Schweiz ist ganz anders aufgestellt. Wer also sagt, ich investiere in den SMI, damit ich die Schweiz habe, der exponiert sich ganz massiv im Bereich Pharma und übrigens, das ist jetzt weniger sichtbar, Nestlé, weil Konsumgüter ist alles Nestlé. Das sind zwei Schwergewichte und letztes Jahr ging es Nestlé nicht gut und deshalb hat der SMI auch nicht performt. Das Gleiche kann auch an einem Standard & Poor's 500 passieren. Heute ist er dominiert, 20%, 30% der Aktien sind nur noch 5 Stück oder 6 Stück, das sind diese berühmten Technologieaktien.
Dafür gab es in der Schweiz auch noch einen zweiten Index, den SPI, wo man gesagt hat, da tun wir viel mehr Aktien rein. 205. Allerdings verwendet man dabei eine Methode, die nicht dazu führt, dass man eine bessere Diversifikation hat. Und das sieht man hier, wenn ich jetzt den SPI, das war zu schnell, den SPI anschaue, dann ist er genau so wenig diversifiziert wie der SMI. Ja? Also da gibt es praktisch keinen Unterschied. Man verwendet etwas wiederum ganz Komisches, das mir erst bewusst wurde, als ich mich heute vorbereitet habe. Man verwendet nicht die Marktkapitalisierung der Unternehmen, das ist schon schlecht. Man verwendet die Marktkapitalisierung des Free Floats. Also ein Unternehmen, das entscheidet, viele Aktien auf den Markt zu bringen, hat einen viel größeren Anteil als ein Unternehmen, das sich entscheidet, mehr im Familienbesitz zu halten. Das macht einfach keinen Sinn. Und wir haben den OMSPI, den Obermatt Swiss Pearls Index entwickelt, mit der Idee, eine möglichst gute Verteilung von Schweizer Aktien zu haben. Und wenn ich jetzt den OMSPI anschaue, den Obermatt Swiss Pearls Index, dann entspricht der viel mehr der Tatsache, dem tatsächlichen Schweizer Bruttosozialprodukt. Er hat interessanterweise eine Untergewichtung von Finanztiteln, also die Schweiz hat ein bisschen mehr und das liegt ein bisschen daran, dass wir beim OMSPI Qualitätskriterien verwenden und die vielleicht zurzeit bei Finanztiteln ein bisschen leiden. Und das Zweite, wo wir auch übergewichtet sind, aktuell, das ist immer ein aktuelles Beispiel, sind die Industrieunternehmen, also die verschiedenen Industrien, Automotive, Construction Supplies und Maschinenbau. Und im Gesundheitswesen sind auch wir stärker vertreten, denn letzten Endes können wir auch nur dort investieren, wo es auch Aktien gibt. Es gibt noch einen weiteren Unterschied, wenn wir den OMSPI vergleichen mit dem SMI und dem SPI. Und übrigens, es gibt noch einen dritten Index, der ziemlich bekannt ist, das ist der Swiss Leaders Index. Der hat nicht 20 Aktien, der hat 30 Aktien, aber das, wie wir Schweizer sagen, macht den Braten auch nicht weiß. Es ist praktisch die gleiche Verteilung von Branchen und ich habe es jetzt verschont, das hier genauer anzuschauen. Wenn wir also SMI oder SLI anschauen oder den SPI, dann sehen wir, dass der SMI vor allem sehr, sehr viele große Unternehmen hat. Sie machen also eine absichtliche Konzentration bei einer Investition in den SMI in sehr große Unternehmen. Wir haben das absichtlich ein bisschen einfacher dargestellt. Es basiert auf dem Umsatz der Unternehmen. Als jetzt beim Obermatt Swiss Pearls Index, der wesentlich breiter diversifiziert wird. Und das liegt an der Methode, die ich dann gleich vorstellen werde. Wenn wir den SPI nehmen, übrigens haben Sie dann dort glücklicherweise mit kleinen Anteilen, haben Sie aber unglaublich viele ganz kleine Unternehmen, die unseres Erachtens nicht mehr wirklich geeignet sind für Privatanleger. Warum ist das? Wenn ein Unternehmen zu klein ist, wenn es nur 100, 200 Millionen Umsatz hat, dann haben nur ganz wenige Menschen einen sehr, sehr großen Einfluss auf dieses Unternehmen. Und die Risiken, dass da etwas schief geht, sind wesentlich größer als bei einem Unternehmen, wo sehr, sehr viele Führungskräfte sicherstellen, dass es vorwärts geht. Zusammenfassend, und das ist für mich die wichtigste Nachricht, nur der Obermatt Swiss Pearls Index verträgt wirklich oder verdient wirklich der Name Schweiz, denn er ist wirklich Schweiz, er ist viel, viel ähnlicher als das Bruttosozialprodukt und die Sachen, die zwar noch Schweiz drin haben, wie SMI und SPI, die sind ein bisschen wie die Toblerone, die sind nicht mehr Schweiz, auch wenn sie noch so aussehen. Gut. Wenn wir jetzt das anschauen, was Sie hier überhaupt kaufen, das sind zwei einfache Überlegungen, was ist da überhaupt drin, wie ist das verteilt, dann stellt sich sofort die Frage, wie machen wir denn das? Also was ist die Methodik, die wir verwenden, um diese Aktien auszuwählen? Im Zentrum steht die sogenannte 360-Grad-Sicht bei Obermatt. Die 360-Grad-Sicht ist eine konsolidierte Sicht von 4 Perspektiven. 4 Himmelsrichtungen könnte man sagen. 4 Himmelsrichtungen machen die Obermatt 360-Grad-Sicht aus. Und das ist zuerst das Thema Value. Beim Thema Value, das hört jeder, der sich mit Anlegen befasst, geht es darum herauszufinden, ob ein Unternehmen wirklich den Preis wert ist. Und was man dabei macht, ist, man schaut, was das Unternehmen kostet und vergleicht es mit der Größe des Unternehmens, mit dem Potenzial des Unternehmens. Wir haben das gemacht, ich komme nachher darauf
zurück, indem wir 4 Kennzahlen verwenden, mit denen wir die Größe des Unternehmens erfassen, Umsatz, Gewinn, Kapital und auch Dividendenrendite, die uns eine Information gibt, wie günstig das Unternehmen ist im Vergleich zu den Gewinnen, die es erzielt. Und konsolidieren dann diesen Value, diese Value-Perspektive in die 360-Grad-Sicht. Ergänzen tun wir das mit der Wachstumsperspektive. Das ist auch anerkannterweise eine sehr wichtige Information. Also Aktien, die auf dem Weg runter sind, oder, die sind einfach weniger wert als Aktien, die auf dem Weg nach oben sind. Auch die Wachstumsperspektive haben wir quantifiziert. Das sind keine Meinungen von uns drin, sondern es sind wiederum 4 Faktoren, Wachstumskennzahlen, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Kapitalwachstum, Aktienrendite, die die Wachstumshimmelsrichtung definieren. Und dann kommt etwas, das man spätestens seit Benjamin Graham weiß. Das ist ein Guru aus den 30er, 40er Jahren. Man muss auch schauen, dass das Unternehmen sicher finanziert ist. Also je mehr Schulden ein Unternehmen hat, desto höher ist das Risiko, dass, wenn es mal schlecht geht, das Unternehmen in echte Bedrängnisse kommt. Und für das haben wir die Dimension Sicherheit, wobei wir hier nicht die Sicherheit des Geschäftsmodells oder des Managementteams beurteilen, sondern wir beurteilen nur, was wir objektiv messen können, nämlich die Finanzierung des Unternehmens. Das war der Anfang, mit dem haben wir begonnen, haben 8 Jahre gearbeitet mit diesen 3 Kennzahlen, bis wir dann gemerkt haben, dass die Summe dieser 3 Kennzahlen, wir haben das damals den kombinierten Rang genannt und der gibt es auch immer noch, die Summe dieser Kennzahlen führt zu teilweise zu anderen Ergebnissen, als was gerade an der Börse beliebt ist. Also wir hatten das Problem, dass ich immer wieder konfrontiert wurde mit Meinungen, ja, euer kombinierter Rang ist schlecht, aber die Finanz und Wirtschaft sagt doch, das ist eine gute Firma. Und ich habe so wie den Eindruck gekriegt, wir müssen auch berücksichtigen, was die Meinung des Marktes ist. Das ist ein bisschen weniger quantitativ, wir machen das aber in dieser neuen Dimension Sentiment seit 3, 4 Jahren jetzt, wo wir verschiedene Indikatoren aus Datenbanken holen, wie zum Beispiel Analystenmeinungen, wie zum Beispiel das Verhalten von professionellen Investoren und sogar auch Gerüchte auf professionellen Netzwerken, also keine sozialen Netzwerke, sondern das Nachrichten zu Unternehmen, die von Professionellen ausgewertet werden. Und das ist dann die Dimension Sentiment und das führt dazu, dass ein Unternehmen, das sehr positiv gesehen ist, aber vielleicht etwas teuer ist, vielleicht noch nicht wächst, erst wachsen wird in der Zukunft, weil es ein Technologieunternehmen ist, in der 360-Grad-Ansicht dann besser dasteht. Das sind die 4 Dimensionen, die hier eine Rolle spielt und wenn Sie die Zahlen angeschaut haben, werden Sie sehen, dass die Zahl in der Mitte nicht der Durchschnitt ist der 4 Zahlen, sondern was wir machen ist, wir wollen auch, dass die Zahl in der Mitte von 0 bis 100 skaliert oder von 1 bis 100 skaliert und damit man das machen kann, muss man im Prinzip den Durchschnitt der 4 Dimensionen nochmals vergleichen mit dem, was besonders einzigartig ist bei uns, nämlich das ist das Rundherum, das Peer-Universum, dass wir das vergleichen mit anderen Unternehmen. Diese 4 Himmelsrichtungen und die 360-Grad-Sicht wird immer analysiert, indem wir ein Unternehmen mit ähnlichen anderen Unternehmen vergleichen. Wir machen uns also keine Meinung, wie viel Novartis wachsen muss, sondern wir schauen, wie viel wachsen Pharmaunternehmen typischerweise gerade jetzt. Wie teuer sind Pharmaunternehmen typischerweise gerade jetzt? Und dies gibt uns dann diese Ränge von 1 bis 100. Die kann man auch interpretieren als Perzentilränge. Also das ist der Prozentanzahl geschlagener Unternehmen. Also wir haben das schon bei den Dimensionen Value, Wachstum, Sentiment und Sicherheit. Das ist quasi eine Kennzahl, die sagt, wie viele Unternehmen schlechter sind als das Unternehmen selbst. Und wenn das überall so gut aussieht, dann ist das Unternehmen vermutlich auf allen Dimensionen gleichzeitig noch viel besser. Deshalb auch Rang 99. Um zu zeigen, dass wir dort hier etwas anderes machen als einfach ein Durchschnitt. Am Schluss verwenden wir diese 99-Grad-Sicht für den OMSPI. Kommen wir gleich darauf, wie wir das machen. Hier habe ich nochmals zusammengefasst, insbesondere in den Unterlagen können Sie dann sehen, welche Kennzahlen hier eine Rolle spielen. Am wichtigsten natürlich die Value-Kennzahl Kurs-Gewinn-Verhältnis. Da gibt es einen Nobelpreisträger, der nachweisen konnte, das ist der Robert Shiller, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis es Anlegern ermöglicht, eine Überrendite zu erhalten.
Also der hat nachweisen können, dass wenn man auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis schaut, dass man dann eine höhere Rendite erzielt, als wenn man nicht darauf schaut. Und das war so überzeugend, dass er den Nobelpreis gekriegt hat dafür. Wir haben das ergänzt mit weiteren Kennzahlen, die die gleiche Information abbilden. Und nun geht es darum, wie machen wir den Index. Wir haben jetzt die Kennzahl, also wir verwenden nicht einfach die Marktkapitalisierung der zufällig auf dem Markt lancierten Aktien, sondern wir verwenden diese 4 Dimensionen, 4 Perspektiven auf die Leistung des Unternehmens und wir machen aus dem unser Index. Zuerst beginnen wir mit den über 200 Firmen, die es in der Schweiz gibt. Und ganz viele dieser Firmen sind einfach zu klein. Sie sind auch nicht abgedeckt von Analysten, sodass wir Sentiment bemessen können, dass wir die ausschließen. Es sind aktuell 79 Unternehmen in der Schweiz, die unseres Erachtens investierbar sind. Aus diesen 79 Unternehmen wählen wir 36 Aktien mit der 360-Grad-Sicht aus. Das ist unser Portfolio vom Obermatt Swiss Pearls Index. Und weil das ja lebt, es ist ja nicht so, dass dieser 360-Grad-Rang, diese Sicht in Stein gemesselt ist. Es lebt, machen wir jeden Monat eine Nachführung des Index. Wir verkaufen also das Unternehmen von den 36 Aktien, das gemäß der 360-Grad-Sicht am schlechtesten ist. Und wir verkaufen dasjenige Unternehmen, das noch nicht im Index ist, das die beste, höchste 360-Grad-Sicht hat. So lebt der Obermatt Swiss Pearls Index. Was Sie am Schluss haben, ist ein Ausschnitt aus allen Aktien in der Schweiz, die unseres Erachtens Qualitätsaktien sind. Es ist ein Qualitätsindex. Und weil das eine branchenneutrale Methode ist, weil wir jedes Unternehmen nur mit der eigenen Branche vergleichen, ist es auch von der Branche her sehr viel repräsentativer wie die Schweiz. Wobei da natürlich Branchen, die gerade leiden, wie die Finanzbranche, durchaus auch etwas unterrepräsentiert werden können. Aktuell ist es so, dass wir 30 Aktien von den 36 Aktien aus dem SPI haben, also rund 15%, und 6 Aktien sind aus dem SMI. Also 30% des SMIs ist auch bei uns als Aktie aufgenommen. Und wenn man das so anschaut und sich sagt, dass diese Methode überzeugt uns, dann ist es wichtig, mal eine kurze Pause zu machen. Das müssen Sie wissen, wenn Sie passiv investieren. Sie müssen wissen, was ist die Methodik, wie dieser Index zusammengestellt wird. Macht der Sinn? Glaube ich an diese Methodik? Und Sie sollten vielleicht sich auch damit auseinandersetzen, welche Branchen sind da überhaupt drin, welche Länder sind drin, welche Größenklassen sind drin. Das hilft auch noch, um einen Index zu verstehen. Und das ist viel, viel einfacher, als wenn man einen aktiven Manager beurteilen muss, weil die Arbeit ist viel, viel anspruchsvoller von aktiven Managern. Deshalb ist es sehr viel einfacher, einen ETF, respektive ein Indexprodukt zu kaufen. Trotzdem kriege ich immer zu diesem Zeitpunkt, obwohl ich hier der Meinung bin, sollte man aufhören. Und ich persönlich habe hier aufgehört, weil sonst gäbe es den Index gar nicht. Ich habe mir gesagt, das macht Sinn, bringen wir es auf den Markt. Und dank Dani konnten wir es. Danke für das Startkapital, Dani, nochmals. Das ist ganz wichtig, ohne Startkapital wäre es nicht gegangen. Die meisten jedoch sind nicht zufrieden mit dieser rationalen Begründung. Die wollen wissen, wie es denn ausgesehen hatte. Und das ist sehr gefährlich, denn jede Performance-Beurteilung ist ein Ausschnitt. Und wir haben total Glück, dank Nestlé war es, was war's? Nestlé, oder? Nestlé war so schlecht letztes Jahr, dass der Rest einfach schlecht war. Und wir hatten viel, viel weniger Nestlé. Und das hat dazu geführt, dass egal in welchem Monat man das angeschaut hat, die Jahresrendite war immer höher als beim SMI. Ich muss aber wirklich darauf hinweisen, dass das ein Ausschnitt ist. Man kann andere Ausschnitte bilden, oder? Ich weiß, es gibt Quartale, da waren wir schlechter. Ich weiß, es gibt auch Monate, da waren wir schlechter. Im Ganzen waren wir glücklicherweise 2024 besser. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so rauskommt, ist nur 66%, also 60 bis 70%. In 30% der Fällen muss es so sein, dass wir schlechter sind. Es ist schlichtweg nicht möglich, einen Index zu definieren, der immer 100% der Fälle besser ist als die Konkurrenz. Das geht einfach gar nicht.
Deshalb muss ich sagen, bin ich sehr froh, denn angefangen hat es anders. Ich weiß auch, Dani, dass du mir gesagt hast, jedes Mal, wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen, geht es zuerst runter. Das war auch beim OMSPI der Fall. Es ging zuerst runter und dann erst ging es rauf. Und dann hatten wir wirklich ein gutes Jahr, dank Novartis vor allem. Aber das ist ein bisschen banal. Was wichtig ist, ist, dass der Index über eine lange Zeit hinweg besser ist. Und da gibt es Hinweise drauf, denn wir verwenden eine Methode, da gibt es ganz viel Research dazu. Das Wichtigste ist dieses Buch, What Works on Wall Street. Da wurden diese Strategien, diese Perspektiven, Value, Wachstum, analysiert und geprüft, ob das auch funktioniert. Und es konnte nachgewiesen werden, dass wenn man so regelbasiert investiert, dass man tatsächlich eine Überrendite erhält. Was sehr schön ist, letztes Jahr uns aufgefallen ist, dass wir gesehen haben, wie es in schlechten Perioden ging. Wir haben die 3 Wochen aufgezeigt, wo es am schlechtesten war letztes Jahr. Also das war die Woche 31, 36, 44. Ich habe dann versucht herauszufinden, was da passiert ist. Es war quasi immer eine Enttäuschung, dass die Zinsen nicht fallen. Also de facto war es einfach eine große also eine allgemeine Sentiment-Enttäuschung. Und man sieht hier, in jedem Fall ist der OMSPI weniger gefallen als die 3 anderen Indizes in der Schweiz. Ich erkläre mir das dadurch, dass die anderen Indexe sehr viel stärker von großen Firmen betroffen sind, wo man sehr viel einfacher Aktien verkaufen kann, weil das Volumen viel größer ist. Und wenn es so einen Schock gibt, der alle betrifft, dann verkauft man zuerst mal die liquiden Titel. Das ist eines der Probleme. Und die Titel, die wir auch drin haben, die kleineren und mittleren, da sagt man, ja, ich bin ja sowieso nicht hier wegen den Zinsen der Nationalbank, ich bin hier wegen der langfristigen Anlage. Und man kann also sagen, wenn man den OMSPI verwendet, quasi als Ergänzung des Portfolios, hat man auch eine gewisse Absicherung gegenüber schlechte Zeiten. Ganz spannend, der Robert Shiller, der ja dieses nachweisen konnte, dass das KGV ein guter Indikator ist zum Anlegen von Aktien, der hat dann auch einen Fonds auf den Markt gebracht, schon in den Nullerjahren, der auf dem KGV investiert hat. Und was er falsch gemacht hat, und ich kann mir heute noch nicht vorstellen, warum man das falsch machen kann, ist, er hat einfach auf das absolute KGV geschaut. Also er hat diejenigen Firmen in diesen Fonds reingetan, die das tiefste KGV haben. Und das führt dazu, dass man die Branchen hat mit dem tiefsten KGV. Und in seinem Fall war das so, dass er nur Banken hatte. Also 2007, 2008 war das schon bekannt, dass die Banken ein bisschen gefährlich sind. Deshalb waren die Preise für die Banken tief. Deshalb war das KGV tief. Und deshalb hat dann Robert Shiller vor allem Aktien aus dieser Branche gekauft, was dazu geführt hat, dass sein Fonds mehr abgestürzt ist als der Rest des Marktes, also mehr als 50%. Also der Standard Poor's 500 ist damals 50% heruntergefallen. Bei uns ist das gar nicht möglich, denn wir schauen jede Kennzahl immer nur gegenüber vergleichbaren Unternehmen an. Wir können gar nicht einen Branchenfokus haben, der uns einseitig exponieren würde. Gut, ich schließe bezüglich Performance mit einem Blick in die Zukunft. Wenn Sie mich fragen, ja, ist das jetzt eine gute Anlage oder nicht, gibt es ganz eine einfache Antwort. Wir sind völlig anders investiert als SMI, SPI, SLI. Wir haben einen komplett anderen Branchenmix. Wenn es den Branchen, wo der SMI, SLI, SPI investiert ist, gut geht, besser geht als allen anderen, werden diese Indexe besser sein. Und wenn es denen schlechter geht, also wenn es der Pharma zum Beispiel wegen Preisproblemen in den USA, oder Donald Trump möchte jetzt die Preise runterbringen von den Schweizer Pharmaprodukten, dann wird es dem Gesundheitswesen eher schlecht gehen und dann wird der SLI, SMI, SPI die schlechtere Anlage sein als der Obermarkt, denn er ist viel weniger exponiert in diesem Bereich. Und damit schließe ich mit einem letzten Unterschied, ganz zentralen Unterschied zu diesen Indizes. Wir sind komplett transparent, was wir machen. Wir kommunizieren jeden Trade, den wir machen. Und beim SMI ist es so, dass man weiß, was da drin ist. Das ändert sich gar nicht. Beim SPI und beim SLI weiß man nicht genau, was da drin ist. Denn die SIX möchte diese Informationen verkaufen. Also die verkaufen die Informationen, was sie in den SPI tun, den
Index-Providern, den Finanzprodukten, und deshalb wollen sie nicht alles ganz genau sagen. Sie sagen zwar relativ viel, aber sie sagen es nicht ganz genau. Und wir machen genau das Gegenteil. Bei uns sieht man das ganze Portfolio, und ich habe auch schon Anleger gesehen, die gesagt haben, ich mache es einfach genau gleich. Kann man machen. Man kann auch jeden Trade nachmachen, denn jeder Trade bei uns wird veröffentlicht. Machen wir auch zusammen mit Mavericks, insbesondere in der Zukunft. Und wir glauben, das ist die viel fairere Art und Weise, mit Anlegern zu kommunizieren, auf eine viel transparentere und direktere Art. Man kann auch uns eine E-Mail schicken, das kann man, dem SPI kann man keine E-Mail schicken. Das ist wirklich schwierig. Und darum finde ich, ist das eine gute Anlage und möchte Ihnen empfehlen, auch dort zu investieren. Ich danke Ihnen.